Also ich fand die Buff-Pads in Flive PC sehr nice, weil sie da Lifesteal hatten. Also die Perma-Beats musste man zwar für F-Coin kaufen, aber einmalig und dann waren sie für immer aktiv. Und du konntest damit Lifesteal haben. Das wäre jetzt schon huge, dann müsste man nicht mehr Lebensentzug in die Ultimate Rolls hauen. Und könnte noch mehr auf Damage gehen. Beziehungsweise hätte man einfach immer Lifesteal, sofern man sich so ein Buff-Pad gönnt. Und das könnte man dann auch seinen Low-Chars geben und so. Einfach jedem seiner Chars. Und dann hat einfach immer jeder, der das Pad hat, Lifesteal. Ist halt schon geil, eigentlich. Weil Lifesteal halt einfach generell extrem geil ist. Aber genau aus dem Grund würde es so in Flive Universe nicht kommen. Weil die in Flive Universe immer dafür sorgen, dass die Sachen, die in Flive PC vielleicht etwas zu nice waren, hier nicht ganz so nice sind. Ein bestes Beispiel wäre zum Beispiel auch Couple-System, das ich vorhin schon angesprochen habe. Flive PC Couple-System, einfach permanent XP-Bonus, permanent Drop-Bonus und ein minimaler permanenter Angriffs- und Verteidigungsbonus. Ich meine, der Angriffs- und Verteidigungsbonus, der war Flat ATK, Flat Verteidigung und auf der höchsten Stufe, glaube ich, 100 ATK und 60 Def oder so, also literally gar nichts. Aber du hattest, glaube ich, permanent 5% XP und 3% mehr Droprate, wenn beide Chars online waren, was ja wirklich nicht besonders schwierig ist. Vor allem nicht, wenn das beides deine Chars sind. Dann sind die ja immer zusammen online. Und in Flive Universe haben sie es gedowngradet auf... Was bringt der nochmal? Ich muss echt nachschauen. 5% Droprate für 10 Minuten und es kostet aber auch Couple-Punkte, also definitiv nicht permanent. Du kannst zwar relativ easy Couple-Punkte kriegen, aber nicht so, dass du es permanent spammen kannst. Also wenn du es permanent spammst, sind die Punkte 0, nix weg. Und Angriff und Verteidigung ist komplett gone, wobei man sagen muss, es war zwar wenig, aber wenig ist immer noch besser als nichts. Das haben sie komplett entfernt. Und XP haben sie auch komplett entfernt. Dafür gibt es jetzt halt Party-XP, aber ganz ehrlich, Party-XP oder so ein Scheiß. Also, alle Couple-Skills sind für mich irrelevant, außer der mit der Drop-Rate. Also ich würde schon sagen, dass sie das gedowngradet haben, und zwar ganz schön ordentlich. Und, ich gehe stark davon aus, dass sie das mit allem, was noch kommt, so machen werden. Leider. Also man kann schon sagen, dass Flive PC durchaus ein bisschen zu sehr gepowercreept hat. Manche Sachen für Flive Universe aktuell zumindest noch zu heftig waren. Aber... Also jetzt speziell in dem Beispiel des Couple-Systems fand ich es eigentlich übertrieben. Also ich fand das Couple-System in Flive PC, ich fand, das war eigentlich ziemlich gut. Es war ziemlich brain-dead und langweilig. Du musstest einfach 2 Chars haben, die einfach heiraten und dann einfach 90 Tage zusammen online sein. 90 Tage Online-Zeit. Was natürlich ziemlich viel ist. Aber auf der anderen Seite, du musst ja nur AFK rumstehen, also ist eigentlich nicht sehr viel. Und du hast ja die Skills nicht erst mit 90 Tagen freigeschaltet, sondern mit Level 6 kam der erste Buff. Dann glaube ich Level 11, Level 15, Level 21, irgendwie so. Und ich meine, also ich verstehe eigentlich nicht, warum sie uns das weggenommen haben. Es erschließt sich mir nicht. Es war überhaupt nicht heftig. Es war eh nur so ein kleiner Buff, ganz kleines bisschen XP, ganz kleines bisschen Droprate, ganz kleines bisschen ATK-Verteidigung. Also eigentlich ist das Flive PC-Couple-System so, dass das eigentlich mal gepowercreept gehört, weil das eigentlich nicht mehr den Anforderungen von dem Game entspricht. Und zwar nicht erst seit kurzem, sondern schon seit 10 Jahren nicht mehr. Oder länger. Ach, viel länger. Schon seit 16 Jahren nicht mehr oder so. Also eigentlich hätten sie das legit 1:1 übernehmen können. Meiner Meinung nach. Also jetzt vielleicht nicht unbedingt in der Funktion her,
Aber von den Effekten her auf jeden Fall schon. Und selbst das haben sie genervt. Also kann man sich nur vorstellen, was sie mit den Beats machen würden. Oder bei irgendeinem anderen System, das wir hier noch nicht haben. Aiden's Jar wäre noch so ein Beispiel. Das wären die alles was noch kommt. Sofern es im Endeffekt eine 1:1, wie sagt man? Mein Brain ist heute fried. Auf jeden Fall, sobald die irgendwas bringen, was du schon gerne so hättest, 1:1, dann kannst du dir relativ sicher sein, dass sie es entweder verändern. Verändern heißt ja nicht immer zwingend, dass es schlechter wird, aber höchstwahrscheinlich auch schlechter wird. Wie gesagt, bestes Beispiel Kappe-System. Auch wenn vielleicht der eine oder andere sagt, dass es besser ist. Mag sein, das ist natürlich eine Meinungssache in dem Fall. Aber, also ich meine, XP und Drop Boost versus nur Drop Boost, das sind jetzt mal die Sachen, die man vergleichen kann. Das haben sie auf jeden Fall genervt. Und die meisten Kappe-Skills sind ja ultra bad. Sowas wie Fluggeschwindigkeit. Wer zum Teufel benutzt das? Außer beim Regenbogenrennen, aber ich weiß nicht, ob es da funktioniert. Wahrscheinlich nicht. Das wäre sonst irgendwie Cheaten. Pet-System findest du besser? Das ist richtig, ja.